Was bekommt man heute noch für 1 €? Zum Beispiel einen Gewindebohrer von Parkside. Was sowas taugt, wir machen heute mal den Härtetest. Ich selber verwende Gewindebohrersets, die kosten mal 80, 100 €. Absolut geniale Qualität. Das kann und will sich aber nicht jeder leisten. Und da gibt es aktuell bei Parkside Gewindebohrersets. Da kostet ein Gewindebohrer gerade mal 1 €. Und das kann sich natürlich jeder leisten. Und das kann einem auf gut Deutsch mal den Arsch retten, wenn man ein Gewinde nachschneiden muss, ein Gewinde reparieren muss oder irgendwo eine Gewindebohrung braucht. Was sowas taugt, wir werden es heute rausfinden. Dazu schrieb mir jemand, warum ich immer so viel Müllprodukte vorstellen muss, ob die wirklich so gut bezahlen. Ich habe mir diese Sets selber gekauft. Ein Set kostet 5,99 €. Da sind 6 Gewindebohrer plus eine unnütze Aufnahme drin. Also kostet ein Gewindebohrer ungefähr 1 € und mich interessiert, ob man mit so günstigen Werkzeugen auch Ergebnisse erzielen kann. Und Premium-Werkzeuge für 60, 80, 100 € sind schön, aber für den, der einmal im Jahr den Gewindebohrer rausholt, für den lohnt es sich nicht. Und manche können sich das auch gar nicht leisten. Und gerade dafür soll auch so ein Kanal da sein, dass wir uns das zusammen angucken. Und auf der anderen Seite macht das natürlich immer viel Spaß, solche Billigwerkzeuge auszutesten. Und für alle, die Premium lieben, ich habe eine sehr interessante Erfindung mitgebracht. Das habt ihr so definitiv noch nie gesehen. Kommen wir zurück zu Lidl, da gibt es aktuell 2 Sets. Einmal die klassischen Gewindebohrer. Ich habe mir natürlich gleich beide Sets gekauft oder gegönnt, wie meine Kinder heutzutage sagen würden. Und das sind klassische Gewindebohrer, 5,99 € von M3 bis M10. Damit kann ich Gewinde nachschneiden, reparieren oder halt Gewindebohrungen setzen. Dann brauche ich aber natürlich den passenden Kernlochbohrer, der ist in diesem Set nicht enthalten. Das zweite Set sind sogenannte All-in-One-Gewindebohrer. Das heißt, man hat vorne einen Spiralbohrer, kann damit die Kernlochbohrung setzen. Danach schneidet man gleich Gewinde. Am Ende wird die ganze Gewindebohrung noch gesenkt und das alles mit einem Werkzeug. Ist natürlich extrem praktisch. Jeder, der mal eine Ausbildung zum Feinmechaniker, zum Betriebsschlosser oder ähnliches gemacht hat, der kriegt natürlich einen Nervenzusammenbruch, wenn er sowas sieht. Sowas ist nie hundertprozentig genau, ist aber in der Praxis unglaublich praktisch und geht unglaublich schnell. Ich spanne das Ganze in den Akkubohrer ein und wenige Sekunden später habe ich eine Gewindebohrung. Sehr praktisch, ich liebe das auch, nutze das wirklich auch sehr viel, wenn es auch nie hundertprozentig genau wird. Für die meisten Anwendungen reicht das vollkommen aus. Die Gewindeschneider haben hinten immer eine Sechskantaufnahme. Das ist natürlich perfekt für diese All-in-One-Lösung. Wenn ich hier wirklich mit dem Akkuschrauber alles bohren will, das ist auch bei den professionellen Varianten so, einfach in den Akkuschrauber rein, Sechskant wird natürlich perfekt von einem 3-Backenfutter aufgenommen. Wenn ich aber vorsichtig mit der Hand was schneiden möchte, was nachschneiden möchte, dann ist das hier gerade bei dem normalen Standardgewindebohrer natürlich nicht so ideal, ein Sechskant. Da bräuchte ich eigentlich einen Vierkant, dann kann ich das Ganze wunderbar in einem sogenannten Windeisen aufnehmen. Das sieht man hier, das ist ein Vierkant, kann ich im Windeisen perfekt aufnehmen und das ist jetzt der Sechskant, das ist wieder das Windeisen und nein, sowas heißt nicht Wendeisen, das schreiben mir immer Leute als Kommentar, das mag in irgendwelchen Firmen so genannt werden. Normgerecht ist es ein Windeisen und hier sieht man, da wird der Sechskant natürlich nicht richtig von der Kraftübertragung aufgenommen. Das geht für einen Notfall auch mal, aber perfekt Gewinde schneiden kann ich damit halt nicht. Dazu gibt es mittlerweile aber auch geniale Lösungen. Zum Beispiel gibt es jemanden, der hat sich einen Fünfkant ausgedacht. Damit hat man das Beste aus beiden Welten. Ich habe für meine Tests ganz normal einen Adapter für die Knarre benutzt, von Vierkant auf Sechskant. Sowas ist in den meisten Werkzeugkoffern dabei, ist aber nie richtig ideal von der Aufnahme. Man sieht, das hat Spiel. Oder ich habe halt mit dem Akkubohrer gearbeitet und mit dem Akkubohrer habe ich ein 3-Backenfutter. Da kann ich so einen Bohrer natürlich am besten direkt richtig schön aufnehmen. Und dann ist der richtig schön zentriert und das ist natürlich perfekt für die All-in-One-Lösung. Mein erster kleiner Hardcore-Test mit einem Gewindebohrer kann ich jetzt natürlich nicht nur Gewindebohrungen erstellen, ich kann auch Gewinde retten. Und das sind meistens nur Kleinigkeiten. Ich wollte es natürlich richtig massiv haben. Ich habe einfach auf ein Vierkantrohr Muttern angeschweißt. Normal mache ich das ganz vorsichtig, da passiert überhaupt nichts. Hier habe ich es ganz brachial gemacht, teilweise auch mal ein bisschen schief. Einfach mit viel Leistung einmal rumgeschweißt. Resultat ist natürlich, da kriegt man nie wieder eine Schraube rein.
rein. Das heißt, ich muss das Gewinde nachschneiden und das kann ich natürlich perfekt mit meinen Gewindebohrern machen. Das sind M8er Gewindebohrer, die habe ich jetzt ganz einfach in eine Knarre aufgenommen. Erst die All-in-One-Lösung, habe ich vorne das erste Gewinde nachgeschnitten. Man merkt so vom Ansatz, von der Zentrierung ist das, weil vorne ja erstmal ein Stück Bohrer ist, nicht hundertprozentig ideal. Trotzdem kriegt man das mit einer Knarre problemlos hin. Wenn man das hinterher testet, sieht man, Schraube passt wieder problemlos rein. Und wenn man jetzt das Ganze mit der Knarre nochmal wieder macht und den normalen Gewindebohrer nimmt, dann funktioniert das so vom Ansatz deutlich besser. Das heißt, wer nur Gewindebohrer braucht zum Nacharbeiten von alten verjuckelten Gewinden, dem würde ich immer empfehlen, nehmt so einen normalen Gewindebohrer, nicht so eine All-in-One-Lösung. Auf jeden Fall, erstes Resultat, die Gewinde sind wirklich völlig im Eimer und trotzdem konnte ich beide Gewinde problemlos wieder retten. Wenn man das richtig macht und natürlich auch mit viel Gefühl, dann macht man das einfach mit einem Windeisen und einem vernünftigen Gewindebohrer. Das habe ich hier auch noch mal gemacht. Die Mutter unten ist ein bisschen verrutscht. Ich habe das hier einfach nur mal brachial angeschweißt. Die ist also leicht schief. Ich habe den Gewindebohrer nicht schief angesetzt. Und jetzt kann ich hier ganz vorsichtig arbeiten. Und bei M8 ist das egal. Da braucht man nicht so vorsichtig sein. Aber wenn ich jetzt M3 oder M4 nachschneiden würde, da hätte ich mit so einer Knarre natürlich wenig Gefühl. Da bricht mir schnell der Gewindebohrer ab. Ich ruiniere das Gewinde völlig. Das kann ich hier wirklich perfekt machen und dann hat man wirklich auch ein richtig schönes, perfektes Ergebnis. Und es gibt natürlich auch die brachiale Methode mit dem Akkuschrauber. Hierzu reduziere ich am Akkuschrauber die Drehzahl. Ich habe hier diesen Bauforum 24 Akkuschrauber. Da kann man die Drehzahl richtig schön runter regulieren. Damit schneide ich das nach. Da hat man natürlich null Gefühl. Man setzt einfach an, man drückt drauf oder so. Das ist definitiv nicht ideal. Das sieht man hier auch am Ergebnis. Ich kriege hier zwar jetzt eine Schraube besser wieder rein. Ich kriege sie rein, aber ich kriege sie nicht mit der Hand rein. Ich muss sie also mit dem Schlüssel anziehen. Da ist das Gewinde also nicht vernünftig nachgearbeitet. Und ein sehr ähnliches Ergebnis habe ich, wenn ich jetzt den normalen Gewindebohrer von Lidl nehme. Man sieht auch, dass ich hier wirklich massiv Wärme reingebracht habe. Also ich habe eben geschweißt wie ein Berserker hier mit 160 Ampere diese kleinen Mutter immer seitlich nur verlaufen lassen. Man hat hier sogar einen kleinen Span, der geschnitten wird. Ergebnis ist aber das gleiche. Ich kriege hier zwar eine Schraube wieder rein, ich kriege sie aber nicht mit der normalen Hand wieder rein, zumindest ich nicht, und muss hier einen Schlüssel ansetzen. Mit dem Schlüssel geht es dann, aber Gewinde ist nicht ideal nachgeschnitten. Also wenn man ein Gewinde nachschneiden will, das Ganze dann immer bitte mit der Hand vorsichtig machen. Aber das funktioniert und man sieht auch, wie massiv das hier aufgeschmolzen ist. Also die Gewinde sind wirklich richtig ruiniert und ich kann mit diesem einfachen Set Gewinde wieder nacharbeiten. Und wenn ich das mal gelegentlich mache und mir das irgendwo ein Gewinde wieder rettet, dann hat sich so ein Set schon amortisiert, wie man das heutzutage so schön sagt. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur Gewinde reparieren, sondern auch neue Gewindebohrungen herstellen. Und das ist natürlich am einfachsten mit so einem All-in-One-Gewindebohrer. Das heißt, ich bohre vorne, ich schneide hier das Gewinde. Hier hinten habe ich noch die Möglichkeit, die Gewindebohrung so ein bisschen zu senken, damit ich hinterher ein schönes Endergebnis habe. Worauf man immer achten muss, ist natürlich, ich muss unterschiedliche Drehzahlen benutzen. Am Anfang zum Bohren eine sehr hohe Drehzahl, dann zum Gewindeschneiden eine geringere Drehzahl und hinten zum Senken natürlich auch wieder eine geringe Drehzahl und dann fahre ich auch wieder mit einer geringen Drehzahl raus. Dazu muss ich halt immer entweder mit dem Taster an meiner Akkubohrmaschine ein bisschen spielen oder ich muss halt unterschiedliche Drehzahlen einstellen. Bei Gewindebohrungen denken natürlich viele immer an Metall. Man kann aber Gewindebohrungen in die verschiedensten Werkstoffe einschneiden. Ich habe hier einfach mal ein paar Muster erzeugt. Das heißt, das ist hier so eine WPC-Sache, wo man oft Terrassen mit erstellt. Da habe ich auch ganz normal mal M8er Gewinde reingeschnitten und das funktioniert wirklich völlig problemlos. Es ist ein sehr weicher Werkstoff und genauso geht das Ganze auch bei Holz. Bei Holz gibt es die verschiedensten Methoden, da irgendwas einzubringen. Man kann mit so einem All-in-One-Gewindebohrer auch hier problemlos Gewindebohrungen einbringen. Die haben auch wirklich eine gute Qualität, eine gute Festigkeit. Das hier ist sogar M3 und selbst das hat problemlos funktioniert.
Und genauso geht das natürlich bei normalen Kunststoff. Das ist hier so eine Kunststoffwanne. Da habe ich einfach mal ein M8er Gewinde innerhalb von wenigen Sekunden hier eingebracht. Und dafür sind diese All-in-One-Gewindebohrer wirklich perfekt. Und auch wenn man Werkstoffe wie Aluminium hat, dann geht das wirklich völlig problemlos. Das ist eine M6er Gewindebohrung, ist nicht hundertprozentig gerade geworden, sehe ich gerade. Aber ansonsten, so wie man das Ganze ausführt, so funktioniert das wirklich problemlos. Aber es ist natürlich von der Qualität eine ganz andere Liga, als ob ich mir hier irgendwo einen Kernlochbohrer nehme, das unter einer Bohrmaschine mache, dass es ein vernünftiger Winkel ist, dass es wirklich senkrecht ist und das Ganze hinterher vorsichtig mit der Hand schneide. Das ist eine ganz andere Liga, aber es funktioniert. Die Qualität ist für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichend. Und das wollte ich natürlich jetzt auch bei Stahl ausprobieren. Ich habe hier eine 6 mm Stahlplatte, die ist auf ein 2 mm Vierkantrohr aufgeschweißt und hier habe ich einfach mal versucht, mit dieser All-in-One-Lösung eine M8er Gewindebohrung zu erzeugen. Und das hat nur ansatzweise funktioniert. Das heißt, bei der Kernlochbohrung habe ich mich wirklich extrem gequält, habe dann irgendwann vorgebohrt. Das mache ich bei solchen All-in-One-Gewindebohrern immer sehr, sehr gerne, habe vorgebohrt. Danach hat es deutlich besser funktioniert. Und dann habe ich hinterher das Gewinde geschnitten, habe versucht, hier noch zu senken. Senken hat überhaupt nicht funktioniert. Und das Ergebnis sieht man jetzt hier. Man kriegt so die ersten 2, 3 Gänge ganz einfach hier die Schraube rein und danach kann man sich hier quälen, so ein bisschen noch mit dem Schlüssel und irgendwann wird es dann immer fester. Also die Qualität ist hier wirklich nicht sonderlich gut. Man kriegt die Schraube immer weiter rein, wenn man aber wirklich richtig mit Gewalt arbeitet. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, irgendwo bei Stahl ist das Ganze schon relativ stark am Limit. Und dabei muss man natürlich immer bedenken, man sieht auch hier an der Schraube, ich habe hier richtig so eine leichte Abnutzung dran. Ne? Das heißt, dass die Beschichtung hier richtig so ein bisschen abgekommen ist. Und man sieht halt wirklich, bei Stahl ist das Ganze relativ stark am Limit mit dieser All-in-One-Lösung. Und dabei muss man ja auch bedenken, der ist frisch aus der Packung. Wenn der erstmal 10-mal hier so ein Gewinde geschnitten hat, dann natürlich holla die Waldfee. Also das ist, bin ich nicht von überzeugt, ist nicht sonderlich gut, wenn man hier irgendwelche weichen Materialien hat, irgendwas mal schnell nachschneiden will. Dafür gehen die auf jeden Fall. Aber ansonsten sind die von der Qualität her wirklich so mittelmäßig. Von diesen All-in-One, ich verwende sonst die von Ruco. Das ist natürlich eine absolute Premium-Qualität. Kosten aber auch so 70, 80 Euro. Aber das macht wirklich Spaß. Andere bezahlbare Varianten habe ich da noch nicht getestet. Wenn da jemand irgendwo einen guten Erfahrungswert hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn er das hier in die Kommentare schreibt. Das wollen wir natürlich auch noch mal mit dem traditionellen Gewindebohrer machen. In Holz habe ich das eben schon mal ausprobiert. Das ist keine Herausforderung. Im Stahl sieht die Sache natürlich wieder ganz anders aus. Dafür habe ich hier Kernlochbohrungen gesetzt, habe hier einen 6,8 mm Bohrer. Da fängt für viele schon das Problem an. Man hat einen 6,5er oder einen 7er in der Bohrerkassette, aber einen 6,8er nicht. Ist also nicht ideal, wenn man 6,5 nimmt, ist zu klein, 7 ist zu groß. Also muss man sich erstmal einen 6,8er besorgen und dann kann man Gewinde schneiden. Ich habe das hier zweimal mit dem Akkuschrauber gemacht und mit dem Akkuschrauber muss man sagen, es funktioniert. Da wäre ich natürlich bei kleineren Bohrungen, das versuchen wir gleich auch noch, so ein bisschen skeptisch, aber es funktioniert. Schrauben kann ich hinterher mit der Hand nicht vernünftig eindrehen. Dazu muss ich wieder einen Schlüssel nehmen. Also Gewinde ist nicht ideal, was man hier schneidet, aber es funktioniert und ich sage es wieder, für viele Anwendungen wird das wahrscheinlich ausreichen. Ich habe es dann auch noch mal mit der Hand versucht anzusetzen, mit so einer Ratsche. Das ist wirklich ein Krampf, der kann man vernünftig gerade den Gewindebohrer nicht ansetzen. Dann habe ich das Windeisen genommen, habe das Windeisen angesetzt. Damit ist es problematisch, weil die Kraftübertragung oben nicht richtig ist. Das rutscht also immer wieder ab, aber damit habe ich es mir so ein bisschen hingefummelt und das Ergebnis ist wieder genau das gleiche. Ich kann hier eine Schraube reindrehen, ich muss aber wieder den Schlüssel nehmen, damit ich die Schraube vernünftig eindrehen kann. Zusätzlich habe ich hier nochmal ein M4er Gewinde geschnitten. Dafür habe ich eine 3,3 mm Kernlochbohrung gesetzt und habe dann hinterher vorsichtig mit dem Akkuschrauber hier ein M4er Gewinde reingeschnitten. Und das ist natürlich auch so ein bisschen problematisch. Da habe ich immer Angst, dass mir das Ganze im nächsten Moment abreißt. Bin ich sehr, sehr vorsichtig, mache ich in der Regel nie. Das mache ich immer mit der Hand.
und dann habe ich es aber doch irgendwo hinbekommen, habe versucht, hier die Schraube einzubringen und das funktioniert wirklich gut. Das ist so mein Ergebnis und ich zeige euch das Ganze gleich natürlich nochmal auf einem absolut professionellen Niveau, aber man sieht, es funktioniert und mir gefallen prinzipiell diese normalen Gewindebohrer deutlich besser. Hier ist halt nur das große Problem von wegen, wenn man hier was mit der Hand schneiden will, dann hat man hier keinen vernünftigen Vierkant hinten, man hat halt nur den Sechskant. Den Sechskant kann man nur mit einem Akkuschrauber nehmen. Aber im Prinzip, was ich hier gemacht habe und ein bisschen was nachschneiden oder dergleichen, dafür ist das alle Male ausreichend. Das muss man ganz klar als Fazit festhalten. Und diese All-in-One-Lösung finde ich nicht schön. Hat hier wirklich nicht gut funktioniert. Bei sehr weichen Werkstoffen hat es gut funktioniert, aber ein bisschen Stahl mit einem frischen Gewindebohrer funktioniert hier schon nicht mehr. Wenn man den 10-mal genutzt hat oder so, möchte ich nicht wissen, was der dann für Ergebnisse produziert. So, jetzt zeige ich euch noch mal eine coole Erfindung und wie das Ganze in Profi-Qualität aussieht. Das sind Gewindebohrer, die heißen Fifth Edge. Das ist also absolute Profi-Qualität, wie es in der Industrie eingesetzt wird. Und wenn man sich den Gewindebohrer ein bisschen näher anguckt, dann sieht man, der hat hier unten einen Vierkant, hat aber eine zusätzliche Phase, hat also einen Fünfkant. Und hier kann ich ein Windeisen ansetzen. Ich kann das Ganze aber auch in den Akkubohrer einspannen. Ich habe also das Beste aus beiden Welten. Das ist eine richtig schöne Erfindung. Hat jemand aus Baden-Württemberg, kommt der, glaube ich, erfunden. Und der vermarktet das aktuell auch selber. Ist nicht ganz so günstig, weil es halt auch eine vernünftige Qualität ist. Qualität kostet halt. Es gibt aber aktuell einen Gutscheincode. Kann ich hier unter alles verlinken. Könnt ihr euch gerne angucken. Vielleicht mache ich da auch noch mal ein extra Video zu, weil ich die Erfindung und diese ganze Sache wirklich schön finde. Ist im Prinzip eine ganz einfache Sache. Und am Ende des Tages fragt man sich da immer, warum hat man sowas nicht schon immer so gemacht? Und das können wir hier jetzt ganz einfach ansetzen. Einmal mit dem Akkuschrauber oder einmal halt mit dem Windeisen, können hier Gewinde schneiden. Ich habe hier nochmal ein anderes Muster genommen. Hier ist sogar 3 mm Stahlrohr unter. Das heißt, wir haben hier 9 mm Materialstärke. Der Gewindebohrer kriegt einen Tropfen Öl dran. Der geht hier durch wie Butter und hinterher haben wir ein perfektes Gewinde geschnitten. Und da hat man halt auch was Langlebiges und damit kann man auch jeden Tag Gewinde schneiden oder man macht es wie ich und holt den einmal im Monat raus und da freut sich, dass man so ein schönes Werkzeug hat. Genauso ist das zum Beispiel, wenn man hier von Ruco die Gewindebohrer nutzt. Das sind auch so All-in-One-Gewindebohrer, aber auf einem sehr genialen Niveau. Und damit kann man spielend leicht irgendwo Gewinde reinbohren, inklusive Kernlochbohrung. Und letzten Tipp habe ich noch für euch, von wegen, das ist hier auch so ein Set von Ruco, alles Gewindebohrer, Bohrer, alles in einem. Und sowas gibt es auch von Parkside. Also wer es sehr günstig haben will, das habe ich auch schon mal in einem Video vorgestellt, dem würde ich eher anstelle sich sowas zu kaufen, sowas empfehlen. Hier hat man die Kernlochbohrer drin, hier hat man alles drin. Und das Ganze ist auch sehr bezahlbar. Ich habe es damals mal für 12,90 € gekauft. Ich weiß es nicht, was es aktuell kostet, ob es das aktuell überhaupt gibt. Da ist man so ungefähr 15 € los. Dafür hat man aber auch eine vernünftige Qualität. Und damit kann man vernünftig arbeiten. Man hat die Kernlochbohrer hier, man hat die Gewindebohrer, kann das Ganze mit dem Windeisen vernünftig einsetzen, kann Gewinde vernünftig nachschneiden. Das Einzige, was man nicht hat, ist natürlich so einen absolut genialen Fünfkant. Wenn euch das interessiert, machen wir noch mal ein komplettes Video dazu, weil dieser Fünfkant ist natürlich, bietet eine Menge an Möglichkeiten. Ich zeige das hier nur mal in Kurzform. Man kann natürlich bei so einem Gewindebohrer auch auf dem Zylinder spannen. Das hat aber das Problem, dass die Kraftübertragung doch sehr hoch ist beim Gewindeschneiden und dann rutscht der Gewindebohrer die ganze Zeit durch. Also das ist auch keine ideale Lösung. Ja? Man muss schon immer richtig spannen und da ist so ein Fünfkant wirklich eine richtig schöne Lösung. Und es ist natürlich ein absoluter Genuss, mit solchen Premium-Werkzeugen zu arbeiten. Das muss man natürlich auch immer bezahlen können und bezahlen wollen. Wenn man ein-, zweimal im Jahr ein Gewinde nacharbeitet, dann reicht oft auch so eine Lidl-Variante. Um euch das vernünftig objektiv zu zeigen, dafür gibt es meinen Kanal. Ich zeige euch hier immer wieder neue Werkzeuge. Ich zeige aber auch immer und teste auch immer sehr gerne sehr günstige Sachen, dass man auch da weiß, wo der Frosch die Locken hat. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und natürlich beim Gewindebohren, euer Manni.